Der letzte Entwickler-Livestream zum Microsoft Flight Simulator hatte erstmalig den 2024er als Schwerpunkt. Das Team rund um Jörg Neumann hatte tonnenweise Informationen rund um den Microsoft Flight Simulator 2024 dabei und ging darüber hinaus auch wieder auf sehr viele Fragen ein, die während des Livestreams im Chat gestellt werden konnten. Ich fasse euch den über zweistündigen Stream hier wieder kompakt und übersetzt einmal zusammen und damit hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Andi, schön, dass du da bist. Der Livestream fand am Abend des 25. September statt. Die komplette Veranstaltung packe ich euch wie gewohnt in die Videobeschreibung. Nach einem fetten Dankeschön, und dazu muss man wissen, am vorangegangenen Wochenende waren so viele Pilotinnen und Piloten im Microsoft Flight Simulator unterwegs wie nie zuvor, wurde nochmal auf die Vorbestellermöglichkeiten eingegangen. Dazu habe ich ein allumfassendes, separates Video, welches ich jetzt rechts oben verlinke und unten in der Videobeschreibung. Im Anschluss ging man auf einem ganz kleinen Teilstück auf den 2020er nochmal ein, denn hier erschien in der gleichen Woche die Famous Flyer 10, die Boeing 707-320C. Außerdem ging man, wie an solchen Abenden üblich, im Vorfeld schon mal auf die Roadmap ein, die sich bis zum Ende des Livestreams noch weiter füllen sollte, dazu später mehr. Auch auf das anstehende Aircraft und Avionics Update 03 ging man kurz ein. Dieses umfasst Verbesserungen am Airbus A310-300 sowie am A320 Neo, beide von INI Builds, und der PC-6 von Hans Hartmann. Veröffentlicht wird das Aircraft und Avionics Update am 1.10. Und Hans Hartmann war dann sogar als Special Guest zum Livestream geladen und stellte die neuen Varianten der ATR-Maschinen vor. Diese wurden ja im Rahmen der Expert Series Nummer 1 vor geraumer Zeit veröffentlicht und wer diese bereits besitzt, bekommt in Kürze insgesamt 6 zusätzliche Varianten sowie zahlreiche Verbesserungen innerhalb dieses Updates, zum Beispiel mit neuen Möglichkeiten im MFD. Soweit die Informationen vorab zum 2020er. Und jetzt also erstmalig Bühne frei für einen großen Part des Microsoft Flight Simulator 2024 innerhalb eines Entwickler-Livestreams. Der Aufbau rund um die Fragen ist in insgesamt 7 Teilbereiche aufgeteilt. Ich werde euch entsprechende Kapitelmarker hier ins Video setzen, damit ihr bequem zwischen den einzelnen Parts hin und her springen könnt. Und so kommen wir zu Teil 1, der sich überwiegend mit technischen Fragen beschäftigt. Wir gehen nun Stück für Stück diese Fragen durch und im Anschluss packe ich euch auch die Fragen noch mit in den Bereich rein, die während des Livestreams über den Chat kamen und durchaus relevant waren. Es begann mit der Frage, weshalb im idealen Setup am PC 64 GB Arbeitsspeicher notwendig seien. Dazu muss man wissen, dass die 64 GB Empfehlung nicht rein dem Microsoft Flight Simulator gilt, sondern vielmehr dann zum Tragen kommt, wenn neben dem Flight Simulator auch weitere Programme aktiv sind. Wenn ihr also nebenbei am gleichen Rechner Tools offen habt, die zum Beispiel eure Peripherie unterstützen, dann machen 64 GB durchaus Sinn. Der nächste Punkt beschäftigte sich damit, welche Auflösungen der jeweiligen Spezifikationen am PC empfohlen werden. Hierzu wird als Minimum gesagt 1080p mit Low Preset und 70% Render Scaling. Empfohlen wird allerdings 1440p mit High Preset und ideal wären 4K mit Max Preset. Die Zielframerate beträgt dabei immer 30 FPS, ist dahingehend aber natürlich nicht gedeckelt. Die nächsten beiden Punkte beschäftigen sich mit Xbox. Hier werden sich die Auflösungen wie folgt darstellen. Auf der Xbox Series S werden wir mit 1080p abheben und auf Xbox Series X mit 4K. Die jeweiligen Auflösungen werden auf beiden Geräten mit 30 FPS dargestellt. Hier noch ein ergänzender Hinweis zur Xbox allgemein. Es wird im Microsoft Flight Simulator also nur zwischen Xbox Series S und X unterschieden. Lasst euch hier nicht von irgendwelchen Farbspielen verwirren. Die Series S ist die kleine, schmale Konsole und die Series X die etwas größere. Die Farbe ist dabei, was die Performance angeht, völlig egal und auch die Modelle, die ihr hier rechts eingeblendet seht, die erst im Herbst erscheinen werden, unterscheiden sich lediglich in der Farbe, in der Größe des Speichers und ob ein Laufwerk an Bord ist oder nicht. Performance-technisch wird es hier keine Verbesserungen geben. Eine neue oder verbesserte Xbox ist seitens Microsoft zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Videos nicht geplant. Im nächsten Punkt wurde darauf eingegangen, mit welchen Verbesserungen man die Probleme, die man im 2020er auf Xbox hatte, vermieden werden sollen. Zum einen wird das neue GDK von Anfang an zur Verfügung stellen. GDK steht für Game Development Kit und beinhaltet eine Reihe von Tools, die es Spieleentwicklern erleichtert bzw. ermöglicht, Inhalte zu erstellen. Außerdem wird auf Xbox zukünftig mehr Speicher genutzt und Texturen wesentlich effizienter geladen. Die nächste Frage beschäftigt sich heruntergebrochen auf Folgendes. Kann ich einen Flug im Microsoft Flight Simulator 2024 komplett offline durchführen? Die Antwort ist nein. Wenn jetzt aber beispielsweise das Internet ausfällt, wurde im Vergleich zum 2020
2020er eine Art Fallback eingerichtet, sodass der Flug nicht komplett abgebrochen werden muss. Pop-ups sollen die Pilotin oder den Piloten entsprechend während eines Fluges darauf hinweisen. Mit den offiziellen Fragen zu diesem Part wären wir dann soweit durch. Wie erwähnt, wurden auch Fragen aus der Community im Chat aufgegriffen. Die relevantesten daraus sehen wir uns jetzt hier mal an. Wird denn VR am PC anders wie beim 2020er, beim 2024er von Beginn an unterstützt? Die Antwort ist ja. Wie sieht es denn mit DirectX 11 aus? In den Systemspezifikationen für PC ist ausschließlich die Rede von DirectX 12 und das ist auch Fakt. DirectX 11 wird nicht mehr weiter unterstützt, alles findet auf DirectX 12 statt. Nächste Frage, wird AMDs FSR 3 bzw. 3.1 unterstützt? Die Antwort ist ja, alle aktuellen Features zu AMD und Nvidia GPUs wird enthalten sein. Ob dies direkt zu Release der Fall ist, blieb allerdings etwas unklar. Nächster Punkt, inwieweit wurden die Ladezeiten verbessert? Hier wurde ein interessanter Punkt zum Menü erwähnt. Es sollen beispielsweise keine Ladezeiten mehr entstehen, wenn ihr den Flug abschließt bzw. einsteigt. Das Menü befindet sich in der gleichen Welt und sobald ihr auf Fliegen drückt, zoomt das Ganze einfach nur noch auf euer Flugzeug hin. Diese Ladezeiten sollen somit entfallen. Der nächste große übergeordnete Punkt beschäftigt sich mit Fragen rund um die Welt an sich und das Wetter. Frage 1, wird es allgemein Verbesserungen am Wetter und zum Beispiel auch neue Wolken geben? Und ja, die Wolken wurden überarbeitet, es kommen neue dazu und Dinge wie beispielsweise die hässliche Horizontlinie, die jeder immer wieder mal gesehen hat, wird verschwunden sein. Was zukünftig auch direkten Einfluss auf das Flugverhalten eures Fluggerätes haben wird, sind unterschiedliche Turbulenzen, je nachdem, welche Art von Wolke ihr gerade durchfliegt. Tornados wird es zu Beginn lediglich als Wetterpresets geben. Um das Ganze live einzubauen, fehlen schlichtweg die Daten. Es ist nicht ausgeschlossen, dass das irgendwann nachgereicht wird. Zum Thema Turbulenzen hatten wir gerade schon den Punkt innerhalb von Wolken. Darüber hinaus werden im 2024 aber beispielsweise auch Thermiken im Live-Wetter deutlich besser funktionieren. Der nächste Punkt beschäftigt sich mit dem Thema der automatisch erstellten Gebäude innerhalb des Microsoft Flight Simulators und ob diese verbessert werden. Dies wird im ersten Schritt nicht der Fall sein. Bisher arbeitete man an diesem Tool mit Black Shark AI zusammen. Ab sofort übernimmt das Asobo, die das Ganze in naher Zukunft implementieren werden. Die nächsten beiden Punkte fasse ich hier einmal zusammen, da es in beiden um die Flughäfen geht. Bis auf wenige Ausnahmen werden im ersten Schritt im 2024er keine neuen Airports hinzukommen. Stattdessen wird weiterhin an der Verbesserung der vorhandenen Airports gearbeitet. Die 160 Flughäfen, die beispielsweise in der Premium Deluxe Version des 2024er vorhanden sind, entsprechen alle den nachgearbeiteten von Hand gefertigten Airports aus dem 2020er. Und die letzte offizielle Frage, wird es weiterhin World Updates bzw. City Updates geben? Und hier ist die Antwort ja. Die jeweiligen Updates werden immer zeitgleich für den 2020er und 2024er kommen. Nun wieder zu den Fragen aus dem Chat zum Bereich Welt und Wetter. Wird es ein neues Wetterradar geben? Die Antwort ist hier nein, aktuell nicht. Man hat das Thema aber auf dem Schirm und wird sich dazu auch zu gegebener Zeit äußern. Nächste Frage, wird es historisches Wetter geben? Hier ist die Antwort ja, allerdings begrenzt auf 24 Stunden zurückliegend. Hierzu wurde erwähnt, dass dies geplant sei. Ob das Ganze direkt zu Release verfügbar sein wird, werden wir sehen. Wir kommen zum nächsten großen übergeordneten Punkt und somit zu allem rund um das Thema Peripherie, also der Eingabegeräte. Als erstes haben wir hier die zentrale Frage, kann ich denn alle Eingabegeräte aus dem 2020er auch im 2024er verwenden? Und die Antwort wird sicherlich viele erfreuen, denn es wird uneingeschränkt möglich sein, alles was ihr im 2020er verwendet habt, auch im 2024er zu verwenden. Anders hingegen sieht es mit den Einstellungen aus. Diese können aufgrund der unterschiedlichen Systeme nicht mit übernommen werden. Bedeutet, falls ihr bestimmte Steuerungseinstellungen für euren Flightstick hinterlegt habt, müsst ihr diese neu hinterlegen. Als nächstes, weil es eben Peripherie betrifft, geht es hier nochmal um VR und auch hier wird also nochmal bestätigt, dass VR im 2024er ab Tag 1 vorhanden sein wird. Nächste Frage, wird Head-Tracking unterstützt, wie zum Beispiel über Track-IR oder Tobii Eye Tracker 5? Auch hier gibt es ein klares Ja, alle Systeme werden wie bisher auch entsprechend unterstützt. Was vom 2020er nicht auf den 2024er übertragen werden kann, sind die erreichten Flugstunden, die hier im nächsten Punkt erwähnt werden. Man beginnt im 2024er, was das angeht, also von vorne. Letzter offizieller Punkt, kann man seine Settings, also seine Einstellungen, exportieren und importieren. Und ja, das wird im 2024er der Fall sein. Kommen wir zu den Fragen aus dem Chat zu diesem Thema und hier ging es in der ersten um die Einbindung von Maus und Tastatur bzw. auch anderer Hardware wie beispielsweise von Honeycomb innerhalb von Cloud Gaming auf Xbox. Aktuell ist es ja so, dass hier lediglich der Controller funktioniert bzw. ein Touch-System, wenn ihr auf Handy bzw. Tablet unterwegs seid. Jörg Neumann hat hier allerdings in Aussicht gestellt, dass ab circa Februar, März nächsten Jahres hier auch Maus und Tastatur folgen sollen. Klar, ob das zeitlich alles
dann so hinhaut, muss man sehen. Alleine die Tatsache, dass hier etwas geplant ist, ist aber schon mal an sich erfreulich. Nächster Punkt, wird es einen nativen Force-Feedback-Support geben? Also wird das zukünftig unterstützt? Die Antwort, zu Release wird das nicht der Fall sein. Allerdings arbeitet Asobo bereits daran und sobald eine Kompatibilität hergestellt werden kann, wird es umgesetzt. Wir kommen zum nächsten großen übergeordneten Punkt und zwar den Kernfeatures. Die erste Frage beschäftigt sich mit Online-Netzwerken. Werden Online-Netzwerke von Haus aus im Microsoft Flight Simulator 2024 unterstützt? Die Rede ist hier beispielsweise von VAT-Sim. Und die Antwort ist nein, es wird keinen nativen Support für diese Netzwerke geben. Zweite Frage, wird der AI-Traffic nicht nur optisch verbessert, sondern auch vom Verhalten her? Und ja, das soll also deutlich verbessert werden. OrbX arbeitet aktuell daran, denn auch die Airport-Daten müssen hier verbessert werden, sodass beispielsweise auch sinnlose Kollisionen zukünftig ausgeschlossen werden. Gibt es Verbesserungen an der ATC, also der Air Traffic Control? Hier soll beispielsweise der Austausch mit dem Tower wesentlich verbessert worden sein. Working Title arbeitet aktuell daran und in Kürze folgen weitere Informationen zum Umfang der Verbesserungen. Und der letzte offizielle Punkt, werden Flugeffekte zukünftig im Multiplayer sichtbar sein? Hier ein klares Ja, als Beispiel wurden die Kondensstreifen genannt, aber ebenso auch die vorhin schon erwähnten Wirbelschleppen. Kommen wir zu den Fragen aus dem Chat zum Thema Kernfeatures. Erster Punkt, wird es eine native Implementierung von Shared Cockpit geben, also die Möglichkeit, sich im Multiplayer ein Cockpit zu teilen, um gemeinsam zu fliegen. Hierzu ist die Information, dass Asobo bereits daran arbeitet. Zu Release wird es von dieser Funktion allerdings definitiv noch keine Umsetzung geben. Nächste Frage, wird es eine Third-Person-Kamera-Ansicht für den Walkaround geben? Dies wird nicht der Fall sein, alles spielt sich in First-Person ab. Was in dem Zuge aber erwähnt wurde, ist, dass man sich völlig frei und unbegrenzt von seinem Fluggerät entfernen kann. Zurück kann man sich auf Wunsch teleportieren lassen. In der nächsten Frage aus dem Chat ging es um das neue Replay-Tool und ob dies auch uneingeschränkt auf Xbox verfügbar sein wird. Dies wird nun erstmalig der Fall sein, wodurch Pilotinnen und Piloten auch auf Xbox eine Replay-Funktion zukünftig nutzen können. Das nächste und somit fünfte übergeordnete Thema widmete sich dem Karrieremodus. Erste Frage dazu, wird man im Karrieremodus ein Flugzeug auch dann verlieren, wenn die Internetverbindung verloren geht oder das Programm crasht, beispielsweise während einer laufenden Mission? Und das wird nicht der Fall sein. Schäden werden nur aktualisiert, wenn das Flugzeug wirklich landet und der Zustand mit dem Server synchronisiert wird. Nächste Frage, kann man Teile der Karrieremission überspringen? Dies wird an manchen Punkten der Fall sein, es gibt allerdings Checkrides, die jeder zwingend absolvieren muss. Nächster Punkt, ist die Charaktererstellung ausschließlich für den Karrieremodus? Das ist nicht der Fall, der von dir erstellte Charakter wird dich im gesamten 2024er als dein Pilot begleiten. Wird der Karrieremodus mit kommenden World-Updates auch Updates bekommen in Form von Missionen und dergleichen? Dies ist nicht der Fall, der Karrieremodus bekommt Nachschub, aber separat. Und hier die letzte der offiziellen Fragen, wird es Drittanbieterflugzeuge im Karrieremodus geben? Und ja, das wird der Fall sein, die Entwickler müssen ihre Fähigkeiten der Flugzeuge entsprechend definieren, wodurch auch das Flugzeug dann im Karrieremodus genutzt werden kann. So viel zu den offiziellen Punkten zum Karrieremodus. Kommen wir zu den Fragen aus dem Chat an diesem Abend. Und den Anfang macht die Frage, ob denn im Karrieremodus auch die Multiplayer-Funktion verfügbar ist. Kann ich die Karriere gemeinsam mit anderen Mitfliegenden erleben? Und nein, das wird nicht der Fall sein. Der Karrieremodus ist ausschließlich auf Singleplayer ausgelegt. Die zweite interessante Frage, kann ich denn den Karrieremodus von überall aus auf der Welt starten? Und ja, das wird der Fall sein, allerdings etwas eingeschränkt, was aber logisch ist, denn der von euch gewählte Airport muss selbstverständlich die Voraussetzungen mitbringen, um die anstehende Mission auch entsprechend durchführen zu können. Somit kommen wir zum übergeordneten Punkt Nummer 6, der sich mit allgemeinen Fragen beschäftigte. Wird es denn getrennte Roadmaps geben für den 2020er und den 2024er? Und ja, das wird der Fall sein, nicht gleich zu Beginn, aber im Laufe der Zeit wird dies der Fall sein, dass beide Roadmaps entsprechend getrennt voneinander laufen. Nächster und somit der zweite Punkt, wird es eine offene Beta-Phase geben? Und nein, das ist nicht der Fall, es wird eine interne Alpha geben, von der wir im Normalfall aber nicht viel mitbekommen werden. Nächste Frage, wird das SDK, also das Software Development Kit, um weitere Produkttypen wie zum Beispiel Kameraansichten, Wetter und so weiter zu ermöglichen? Jörg meinte, dass das nicht nur vom SDK abhängig ist und man ist mit entsprechenden Entwicklern bereits in Gesprächen. Kommen wir nun wieder zu den offenen Fragen aus dem Chat. Wird es denn Freeware am InSim-Marktplatz zukünftig geben? Und ja, das ist geplant, es müssen allerdings noch die ein oder anderen rechtlichen Fragen geklärt werden. In einer weiteren Frage ging es um die Local Legends und Famous Flyers. Im 2024er werden diese denn angepasst? Und ja, das wird der Fall sein, allerdings nicht alles direkt zu Release. Soll heißen, da kann schon noch der ein oder andere Monat ins Land ziehen, bis wirklich alle Maschinen ihr Update bekommen haben.
In einer weiteren Frage ging es um die Physik bei Propellerflugzeugen bzw. die Wasserphysik bei Wasserflugzeugen. Wurde diese verbessert? Und ja, das ist der Fall. Gerade Wasserflugzeuge wurden hier nochmal erwähnt, die bei schlechtem Aufsetzen auf den Wellen Schäden davontragen können. Der 7. und somit letzte übergeordnete Punkt beschäftigte sich mit dem Marktplatz. Erste Frage: Müssen Marktplatzinhalte erneut heruntergeladen werden, wenn man sie für den 2020er schon installiert hat? Die Antwort: Die Inhalte können sofort gestreamt werden. Wer Inhalte jedoch fest installieren möchte, muss diese erneut herunterladen. Die zweite Frage beschäftigt sich mit Add-ons von Drittanbietern, wie zum Beispiel OrbX, Aerosoft und so weiter. Können diese weiterhin genutzt werden? Die Antwort ist ja, es liegt allerdings in der Hand der jeweiligen Entwickler selbst. Gerade auch in Bezug auf die Weitergabe von Entwicklungskosten, die für entsprechende Updates auf den 2024er anfallen. Eine klare Antwort auf die nächste Frage blieb leider offen, da man sich hier nicht ganz sicher war. Kann man Inhalte, die man sich in der Steam-Version des 2020ers gekauft hat, in der Microsoft Store-Version des 2024ers weiterhin verwenden? Und umgekehrt, wie erwähnt, eine klare Antwort blieb leider offen und wird hoffentlich zeitnah nachgereicht. Das betrifft auch gleichermaßen den nächsten Punkt. Wenn ich den 2020er als Premium Deluxe auf Steam gekauft habe und ich hole mir über den Microsoft Store den 2024 in der Standardversion, habe ich dort dann trotzdem die Flugzeuge aus der Premium Deluxe? Auch das blieb leider offen. Und die letzte Frage: Werden Standardflugzeuge, die auf den 2024 übertragen werden, für alle Benutzer aktualisiert oder ist das dann von der Edition abhängig, die ich mir hole? Und hier bekommen alle Flugzeuge das entsprechende Update und es ist nicht von der Edition abhängig. Auch hier kamen wieder zahlreiche Fragen aus dem Chat. Die wichtigsten greife ich hiermit auf. Kann man Premium Deluxe Flugzeuge einzeln nachkaufen? Und ja, das wird mit dem 2024er möglich sein. Ob es sich dabei auch um die Premium Deluxe Flugzeuge des 2020ers handelt, war noch unklar. Besitzer der Deluxe bzw. Premium Deluxe Editionen hatten im 2020er ja durchgehend einen Rabatt beispielsweise auf Local Legends oder Famous Flyers, also auf verschiedene kostenpflichtige Zusatzinhalte. Dieser Rabatt wird auch im 2024er erhalten bleiben, wodurch sich ein Griff zu diesen Versionen gerade für spätere Einkäufe am InSim-Marktplatz durchaus lohnen kann. Nächste Frage: Wird es Upgrade-Möglichkeiten für größere Versionen geben? Beispielsweise von Deluxe auf Premium Deluxe. Und ja, das wird der Fall sein. Preise wurden hier noch nicht weiter genannt, aber alleine die Möglichkeit ist ja schon mal nicht schlecht. So, das waren doch jede Menge neue Informationen auf brennende Fragen rund um den Microsoft Flight Simulator 2024. Und bis zum Release am 19. November sollen jetzt wöchentliche Entwickler-Livestreams mit Schwerpunktthemen folgen. Ich werde mir das Ganze selbstverständlich ansehen und hier auf meinem Kanal entsprechend begleiten. Aber so ganz durch mit den Themen innerhalb dieser Veranstaltung sind wir noch immer nicht. Was folgte, war beispielsweise noch die Ankündigung zu World Update Nummer 19, welches sich, und das war ja mittlerweile bekannt, unter anderem mit Brasilien beschäftigt und insgesamt 75 Points of Interest, 7 handgefertigte Airports und 4 Regionen mit Fotogrammetrie beinhalten wird. Außerdem wird im Zuge dessen wieder eine Local Legend veröffentlicht, die Local Legend Nummer 20 dann mittlerweile, und dabei handelt es sich um die Cup 4 Palästina. Beide Inhalte, also das World Update und die Local Legend, sind für den Dezember, genauer gesagt für den 3. Dezember 2024 angekündigt. Und so schließt sich der Kreis rund um unsere Roadmap, die nun für das komplette Jahr 2024 ausgefüllt ist. Die noch offenen Flächen sind für 2025 gedacht. Wie zu Beginn erwähnt, packe ich euch den Link zu der kompletten Veranstaltung einmal unten in die Videobeschreibung. Solltet ihr Fragen oder Ergänzungen zum Gezeigten haben, dann nutzt bitte die Kommentarfunktion hier unter dem Video. Däumchen und Abo zur Unterstützung dieses Kanals bitte nicht vergessen. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen, wünsche euch eine gute Zeit und bin raus.